In diesem Video machen wir die Dieselkanister voll und fahren über die Grenze nach Bolivien. Wir verbringen Zeit am Titicacasee, besuchen die wunderschöne Isla del Sol und nutzen, sagen wir mal, interessante Fortbewegungsmittel, bevor wir schließlich unseren ersten 5000er erklimmen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Wir sind an der letzten Tankstelle kurz vor Bolivien und machen jetzt hier nochmal den Tank voll und auch unsere neu gekauften Kanister, weil das in Bolivien ja ein Thema werden könnte. Genau, das heißt, das machen wir jetzt noch schnell und dann geht's auch schon in Richtung Grenze. So, jetzt haben wir ungefähr 250 Liter Diesel dabei. Bei aktuellem Verbrauch reicht es aber, glaube ich, trotzdem nur für 1300 Kilometer. Weil wir wahrscheinlich bei so 20 Liter brauchen auf der Höhe. Es sind noch 25 Kilometer bis zur Grenze und wir haben gehört, die soll sehr entspannt sein. Also die Zeiten liegen so bei einer halben Stunde. Mal gucken, ob wir das auch schaffen. Wäre natürlich super, weil um 13 Uhr machen die wohl Mittagspause auf der bolivianischen Seite und wir haben jetzt 5 vor 12. Ne, gar nicht. Viertel nach 11 haben wir. 5 vor 12 sind wir da. Das heißt, wir müssten es eigentlich vor der Mittagspause schaffen. Und wir haben uns gestern auch schon online angemeldet. Das ist das erste Land, wo das geht. Und ich sag mal, Bolivien ist ja vielleicht nicht so gerade das weitentwickelste Land, aber man konnte alle Daten eingeben und somit sollten die dann jetzt bei der Einreisebehörde vorliegen. Und damit sollte der Prozess relativ schnell gehen. Ah, da ist Migration und hier ist Dings. Halten wir einfach mal hier, oder? Ja. Oder wo? Ja. Fahr ich nicht um. Ja, fahr ich noch ein Stück vor, dann haben die anderen noch ein bisschen Platz. Ausreise Peru hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Stempel im Pass, einmal kurz ins Fahrzeug geguckt, Tipp gecancelt. Fertig. Jetzt gucken wir uns mal die bolivianische Seite an. Allerdings haben wir nicht bedacht, dass in 10 Minuten schon Mittagspause ist, weil Bolivien ja eine Stunde weiter zurück ist. Jetzt fahren wir durch, oder was? Ja. Okay. Welcome to Bolivia! Landnummer, wie viel? 14, glaube ich, auf der Reise. Mit Abstand die schnellste Einreise. Also wenn unser Tipp nicht falsch gewesen wäre, hätten wir es wahrscheinlich in 20 Minuten geschafft. Also die WIN war im Tipp falsch. In 20 Minuten Peru und Bolivien. Genau, richtig. Ausreise und Einreise. Was ja mit Abstand Rekord ist. Und jetzt haben wir aber auch nur noch 15 Minuten, dann sind wir schon in Copacabana, nicht in Brasilien, sondern den in Bolivien am Titicacasee. Und da haben wir einen Campground und da fahren wir jetzt erstmal hin. Also eigentlich wollten wir jetzt auch noch Geld wechseln an der Grenze, aber der Kurs war da relativ schlecht. Also wir hatten US-Dollar in Bolivianos angefragt und die hatten uns einen Kurs von 1 zu 10 angeboten. Und man kann wohl aber auch einen Kurs von 1 zu 12 bekommen. Und das werden wir nachher dann in der Stadt nachbesuchen. Irgendwo da muss der Campground sein. Noch nicht am Campground angekommen und wir werden schon angeleckt. Was ist denn hier los, Kollege? Wir sind auf unserem ersten Campground angekommen in Bolivien. Wir haben auch neue Freunde. Er hier. Er hat noch einen Kollegen. Wir haben uns auch gerade schon mal angeleckt. Nicht nur uns, sondern auch das Auto. Und direkt hier hinter der Mauer ist der Titicacasee. Jetzt mal Motor aus und dann gibt es was zu essen.
Wir waren gerade mal in der Stadt mit der Hauptaufgabe Geld zu wechseln. Die Stadt ist irgendwie schon ein bisschen, oder Dorf muss man ja sagen, das Dorf Copacabana ist irgendwie schon ein bisschen ausgestorben. Also es gibt eigentlich super viele Läden, aber ja, in vielen saß gar keiner drin. Keine Ahnung, was da los war. Und der Kurs Dollar zu Bolivianos war auch ziemlich schlecht. Also das Beste, was wir rausholen konnten, waren 1 zu 11,15. Also vor ein paar Wochen war er noch über 12, aber ja, der Dollarkurs ist scheinbar gefallen. Wir haben jetzt noch was getauscht und gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Und vielleicht tauschen wir La Paz nochmal, vielleicht ist der Kurs einfach besser. Und was natürlich wichtig ist zu wissen bei der Thematik mit Geldwechseln, also Geld abheben ist ganz schlecht, weil da ist nämlich der Kurs dann nur 1 zu 6, 1 zu 7 und beim Tauschen von Dollar oder Euro ist der Kurs fast doppelt so hoch. Woran das jetzt genau liegt, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber das ist hier so und auch in Argentinien kriegt man wesentlich bessere Kurse, wenn man halt eine starke Währung tauscht. Wir wollen den Tag nutzen, um eine Bootstour auf dem Titicacasee zu machen. Es geht zur Isla del Sol. Der Plan ist, im Norden der Insel auszusteigen, bis in den Süden zu wandern und von dort wieder zurückzufahren. Das Ticket kostet 40 Bolivianos, also umgerechnet ca. 5 Euro. Wir sind nach 2 Stunden Bootfahrt auf der Isla del Sol angekommen und werden jetzt hier mal ein bisschen wandern. Natürlich müssten wir erstmal 15 Bob pro Person Eintritt bezahlen. Para llegar todo este punto hay que caminar como 45 minutos, señores. Die Isla del Sol liegt im bolivianischen Teil des Titicacasees auf etwa 3800 Metern Höhe. Der Titicacasee selbst gilt mit einer Fläche von rund 8300 Quadratkilometern als größter See Südamerikas und als höchstgelegener schiffbarer See der Erde. Er erstreckt sich über die Grenze von Bolivien und Peru und erreicht Tiefen von bis zu 280 Metern. Mit einer Länge von etwa 9,5 Kilometern und einer Breite von bis zu 5 Kilometern ist die Isla del Sol die größte Insel im See. Das ist was für kleine Menschen, die Inkas waren nicht so groß. Jo, ganz nicer Strand schon wieder. Für die Inka hatte dieser Ort eine zentrale Bedeutung. Der Legende nach entsandte der Sonnengott Inti von hier aus seine Kinder, um das Inka-Reich zu gründen. Damit gilt die Insel als mythologischer Ursprung einer der größten Hochkulturen Südamerikas. Noch heute zeugen über 200 archäologische Stätten auf der Insel von dieser Zeit. When you walk into a room, life gets a little sweeter. When I look at you, I see a little clearer. Through the years and every change, we'll put up a fight. 'Cause you're my love, my everything. You are my life. When you walk into a room, life gets a little sweeter. When I look at you, I see a little clearer. Through the years and every change, we'll put up a fight. 'Cause you're my love, my everything. You are my life. You are my life. Die Mittagspause ist vorbei und jetzt gehen wir immer weiter Richtung Süden. Um 1 Uhr und um 4 fährt das Boot. Sollten wir hoffentlich schaffen, sonst müssen wir halt hier bleiben.
Wir sind jetzt vom Norden in Richtung Süden gegangen, über so ein paar kleine Gipfelchen. Und ja, jetzt saßen da hinten gerade die 2 Männer, haben uns nach unserem Ticket gefragt. Und dann kam raus, dass wir nur das Ticket für die Nordinsel haben. Also mussten wir jetzt nochmal 15 Bolivianos zahlen, um das Ticket für die Südinsel auch noch zu haben. Ist ein guter Euro, ist nicht so schlimm, aber ja, kommt halt eins zum anderen. Autos gibt es hier keine. Alle Wege werden zu Fuß zurückgelegt, oft über mehrere Kilometer lange Inkapfade, die sich durch die terrassierte Landschaft ziehen. Die Isla del Sol verbindet Geschichte und Natur, eingebettet in die Weite eines der außergewöhnlichsten Seen der Welt. Hier runter, oder? Ah, okay. Wir haben es geschafft zu den letzten Stufen zum Hafen. Aber brauchen wir noch 35 Minuten, bis das Boot fährt. Es ist jetzt 3:30, wir sind hier unten am Hafen, haben jetzt gerade nochmal 4 Tickets gekauft, auch wieder für 40 Bolivianos. Ja, in einer halben Stunde soll das Boot ablegen. Mal gucken, wie voll es diesmal wird. Also heute Morgen war es ja ordentlich voll. Ich gehe mal davon aus, jetzt auch wieder. Und das Grüne ist unser Boot. Ein bisschen welliger als heute Morgen. Guten Morgen. Wir haben unser Plätzchen am Titicacasee jetzt gerade verlassen. Es ist wieder mal schönstes Wetter, nur die Straßen sind nicht ganz so schön. Und der nächste Stopp, den wir jetzt gleich haben, ist die Überquerung des Titicacasees und das könnte ganz interessant werden. Ein schön krasses Bergpanorama. Wir stehen an der Fähre an. Jessie kauft gerade das Ticket und Markus fährt schon drauf. Oh, ist ein bisschen abenteuerlich, ne? Aber gut. Ich denke mal, wir müssen gleich auch noch mit drauf. Ich weiß es aber nicht so genau. Wir mussten dann doch auf eine andere Fähre, ein paar Meter weiter entfernt. Hat er gesagt, hier lang oder was? Der hat hier gesagt, hier lang und ja, er hat jetzt gesagt, auf die hier, aber ich weiß es noch nicht so genau, wir werden es sehen. Die Überquerung des Titicacasees erfolgt an einigen Stellen noch immer mit einfachen hölzernen Fähren, die sich wohl seit Jahrzehnten kaum verändert haben. Besonders bekannt ist die Passage bei San Pedro de Tiquina, die wir auch nutzen. Hier verengt sich der See auf nur etwa 800 Meter Breite. Statt den weiten Umweg um die Bucht zu fahren, der in unserem Fall mehrere 100 Kilometer betragen würde, setzen wir hier mit genau so einer Fähre über. Die Fähren selbst sind schlicht gebaut. Große Holzplattformen auf mehreren Bootskörpern
oft mit kleinen Außenbootmotoren. Fahrzeuge werden einzeln oder in kleinen Gruppen verladen und langsam über den See transportiert. Ein alltäglicher Ablauf für die Menschen vor Ort. Für uns aber doch ein etwas mulmiges Gefühl, unser 5 Tonnen schweres Zuhause auf diesem Weg übers Wasser zu bringen. Und wie gefällt dir die Überfahrt? Ja, ein bisschen wackelig, ne? Aber jetzt haben wir es ja geschafft und sind nicht vom Boot gefallen. Von daher wird wohl die Runterfahrt da auch noch klappen. Auch wenn es ein bisschen spannend aussieht. Da hinten warten schon die Ulmis auf uns. Da ist nochmal große Lücke auf der einen Seite. Da hängen noch Bretter dazwischen. Wir sind an Land. Wir fahren an der ersten Tankstelle in Bolivien entlang und die Schlange ist gar nicht so lang. Wahrscheinlich so, wie viele Fahrzeuge werden es sein? 50, 60? Ziemlich viele Trecker und LKW. Aber wir haben ja hier noch dabei. Ersten. Es la vía a Pico Austria? Ah, perfecto. 10. Was? 10. Okay. Da ist ein kleines dabei. Oh. Hallo. Was anderes, was? Da kommt noch ein Baby. Oh no, Baby. Ja, das hat eine schwarze Albtraube. Ja. Ach krass, das sieht ja echt lustig aus da. Die Karawane zieht weiter. Ich hätte eine Frage für einen Freund. Darf ich hier durchfahren oder ist heute gesperrt? Sieht nach gesperrt aus. Sie bilden eine Reihe. Was ist hier los? Was ist hier los? Was machen die hier alle? Wir haben die Ebene hier gleich durchquert. Fast bei vielen Alpakas. Lamas. Und so langsam fahren wir auf unser Stellplatz zu und das Panorama ist schon echt der Wahnsinn. Sí, amigo. Hola. 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 Buenas tardes. Sus nombres. Okay. Fahren geht hier gefühlt auch noch mit Kompass und Karte, weil Google Maps schon lange versagt hat. Das kennt hier die Straße gar nicht und wollte uns ganz irgendwo anders hinschicken, aber iOverlander sei Dank finden wir den Weg ganz gut, auch wenn auf iOverlander keine Karte mehr drauf, keine Straße mehr drauf ist. Ja, aber es gab ein paar Wegpunkte, die uns den Weg gezeigt haben und da hinten sehe ich schon ein paar Fahrzeuge stehen, wahrscheinlich ein paar Tourbusse, vielleicht auch ein Camper dabei. Wir sind am Stellplatz für die Nacht angekommen. Da geht es morgen rüber. Da ist eine Lagune. Und dann müssen wir wahrscheinlich dahin. Glaube ich zumindest. Nämlich da steht die Landung zu Pico Austria an. Wir schlafen jetzt auf 4.500 Meter. Der höchste Schlafplatz, den wir bisher hatten. Mal schauen, wie die Nacht so wird.
Guten Morgen. Es ist 6:30 Uhr. Das Wetter sieht hervorragend aus. Und wir werden jetzt zum zweiten Mal auf dieser Reise versuchen, einen 5000er zu besteigen. Beim letzten Mal sind wir ja schon an der Anfahrt in Mexiko gescheitert. Wir können das Video nochmal verlinken. Und wir versuchen heute mal da oben hin auf den Pico Austria zu gehen. 5300 und ein paar Kilometer. Wir haben auf 4,5 geschlafen. Die Luft war schon ein bisschen dünn. Aber ich glaube, wir sind alle fit. Und jetzt geht's da hoch. Da wird nochmal die Route gecheckt, bevor es dann jetzt gleich da hoch geht. Und wer bist du? Ich bin eingepackt. Waren leichte Minusgrade. Und bis es richtig warm wird, dauert es wahrscheinlich noch einen Moment. Aber die Strecke sieht schon schön aus und das Panorama auch. Wir sind schon an der ersten Lagune und dann geht es gleich zur zweiten hoch und ab dann wird es, glaube ich, steil. Und wir sind die Ersten, was natürlich auch der Plan war. Aber es werden mit Sicherheit später noch ein paar Gruppen kommen. Sehr idyllisch hier. Mit den Seen und den Bergen. So langsam kommen so leicht Schleierwolken. Aber ich hoffe mal, dass die nicht schlimmer werden, sondern wir weiterhin im Sonnenschein ist alles sehen. Der Pico Austria liegt in der bolivianischen Cordillera Real und gehört technisch zu den leichter erreichbaren Bergen über der 5000 Meter Marke. Von unserem Ausgangspunkt auf etwa 4700 Metern führt der Weg über Geröllfelder und schmale Pfade stetig bergauf. Die größte Herausforderung ist ganz sicher die Höhe. Eine gute Akklimatisierung ist also entscheidend. Da hinten geht es gleich durchs Schuttfeld hoch. Wir sind auf 5000 Meter, jetzt zum zweiten Mal auf dieser Reise. Cotopaxi waren wir schon mal so hoch, aber jetzt gibt es natürlich noch eine Zugabe. Wir wollen ja noch auf den Gipfel, also fehlen noch ein bisschen mehr als 300 Höhenmeter. Wir sind schon auf 5029. Kleine Lüge hier am Stein. Der Weg geht hier bis ganz nach oben. Und das Wichtigste ist eigentlich einfach immer schön langsam gehen. Langsam und stetig. Dann geht es guten Berg hoch. Auch noch auf 5000 Meter hoch. Nur Gleichgewicht soll man behalten. Aber der Weg ist sehr schön breit. Kann man sehr gut gehen. Auch wenn es auch steil ist. Die Cordillera Real zieht sich über rund 125 Kilometer entlang der Anden und umfasst einige der höchsten Berge Boliviens. Insgesamt ist Bolivien eines der gebirgigsten Länder Südamerikas. Große Teile des Landes liegen im sogenannten Altiplano, einer Hochebene auf etwa 3500 bis 4000 Metern Höhe
umgeben von den gewaltigen Andenketten. Der Pico Austria ist damit nicht nur ein einzelner Gipfel, sondern ein guter Einstieg in die Bergwelt vor Ort, die wir in den nächsten Wochen hier noch erkunden werden. Das Ziel ist langsam klar in Sicht. Da hinten hoch. Der Weg sieht auch gut aus. Waren wir schon mal da drunter oben. Schön breit. Noch ein bisschen mehr als 100 Höhenmeter. Will my fears have the last say? Will the tension in my bones be washed away? Can love undo the rhythms that time has made? Oh, will love undo the rhythms that time has made? Oh yeah. There's a serpent, time carved its mark all across our minds. Planted seed in the trenches left behind. Leaves our judgment paralyzed. Will our fears have the last say? Will the violence in our bones be washed away? Can love undo the rhythms that time has made? Oh, will love undo the rhythms that time has made? I'm just a man with fragile words. Where can I turn to help me understand? Wir waren eine Stunde auf dem Gipfel und jetzt geht's wieder runter. Wir haben mal 4 Stunden gebraucht. Doch noch was runter irgendwie. 2 Stunden. 2,5. Let me turn back. Oh, the things I've seen, oh, the things I've seen, oh, the things I've seen, and the things I've seen, oh, that my fears. Wir haben das Ende des Schuttfelds erreicht. Jetzt ist der Weg eigentlich relativ entspannt. Da unten läuft das Gletscherwasser in den See. Die Farbe vom See ist auch sehr schön. Möchtest du noch was zur Tour erzählen und warum wir schon um 5 Uhr essen? Also die Tour ging ja schon um 6:30 Uhr los und war ziemlich anstrengend. Und es hat ziemlich die Sonne geschienen. Und jetzt sind alle müde und deshalb essen wir jetzt schon um 17 Uhr. Hallo Schaf, wir wollen da eigentlich gleich weg. Der liegt da ein bisschen blöd. Also wahrscheinlich wollte der die Baumaschine, die uns entgegenkam, die Straße besser machen, aber jetzt gerade ist es hier an den Seiten auf jeden Fall richtig schlecht. Und der nächste große Stein mitten auf der Straße. Also die Schotterpiste hier ist ja sowieso schon so ein Ding. Aber dadurch brauchen wir auf jeden Fall nochmal länger. Kaum 5 Meter weiter. Oh, aber hoffentlich der letzte Stein für heute. Jetzt kommen wir ja nie an. Gibt doch noch einen. Wir haben jetzt hoffentlich den Bereich durchschritten, wo die ganzen Steine auf der Straße liegen. Und wir sind froh, dass wir die Wanderung gestern gemacht haben, weil da war die Wanderung.
und das ist ultra grau. Also da regnet es richtig stark da hinten. Hatten wir ein Glück gestern. Da hinten ist so krass dunkel, also da regnet es auf jeden Fall. Aus den Bergen geht's für uns weiter in die Stadt. La Paz wartet auf uns. Das zeigen wir euch aber erst in der kommenden Woche. Also, wenn ihr mögt, schaltet auch gern dann wieder ein. Und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst es uns doch gern per Like oder Kommentar wissen. Darüber freuen wir uns immer sehr. An dieser Stelle auch noch ein großes Dankeschön für euren Support. Ob per Kanalmitgliedschaft, Spenden in unsere Dieselkasse oder nette Nachrichten. Das bedeutet uns viel. Also, bis nächste Woche.